Servus zusammen zu einer neuen Folge von Marksman 101 hier auf Kuma Tactical. Und in diesem Video dreht es sich darum, um das Video, was momentan wirklich viral geht mit, keine Ahnung, über 6 Millionen Aufrufe mittlerweile, dass er mal seine 50er gesprengt hat. Und da habe ich jetzt momentan online so viele Gerüchte und so viele komische Stories dazu gehört, dass ich mir gedacht habe, hey, nehmen wir das mal hin und machen hier mal ein bisschen Grundlagenarbeit für die Leute, die sich nicht damit auskennen. Wie der gute Herr in dem Video auch noch weiter erklärt, ja, er hat ganz schön harte Verletzungen gehabt, also der Schaft hat ihn den Arm gebrochen, Teile von der Verriegelung sind in seine Kehle reingeschossen, also ein Teil ist an seinem Kopf vorbei und hat ihn hier eine Schramme reingeschlagen und das andere ist in seiner Kehle stecken geblieben, was ziemlich heftig ist. When this cap hit me in the face, it broke my orbital bone in 3 spots, here, here, and here. It also broke my nose. When the cap blew off the gun, it came straight back, shearing those ears off the lower. One of these is still at the hospital, and this is the one we found. This one zipped right past my head, went inside my hat, blew a hole through it, and took it off my head, what appears 7 to 8 feet. Now the other one is what almost ended me. The other ear hit me right here in the throat. As for my hand, my best guess is this is what did it. In the video, you can see that the stock almost disappears instantly. I believe it came in a downward motion and hit my finger. Ich möchte in diesem Video darauf eingehen, was ist hier wirklich passiert. Und das ist eben der große Punkt. Der gute Herr sagt hier, ja, die Waffe war nicht schuld und er hat mit dem Hersteller geredet und allem drum und dran. Da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich hat er mit dem Hersteller geredet. Natürlich sagt der Hersteller, das kann überhaupt nicht passieren. Aber deswegen fangen wir als ersten Punkt mal mit der Waffe an. So April 9th, 2021, we come out here to shoot a fire hydrant with some slap rounds using my Serbu RN50. So we have the Serbu RN50 with the 36-inch long heavy barrel, and we're gonna go ahead and go big or go home and start out with this. This is a 50 BMG slap tracer round. Die Waffe ist die Sebru RN50. RN steht hier für Royal Nunsuch. Wem das nichts sagt, ja, willkommen im Internet. Das war ein YouTube-Kanal von einem, ich glaube, wie er angefangen hat, damit war er 13 oder 14 Jahre alt, hat der gute Junge hier Waffen gebaut und auf YouTube gestellt. Und ich meine damit nicht, dass er sich eine Steinschleuder gebaut hat oder einen Bogen oder was, sondern der hat sich Schrotflinten gebaut. Flammenwerfer, Maschinengewehre, Hakenwurfanlagen, alles mögliche, total krasse Scheiße. Here he is testing out his quad barrel shotgun made out of plumbing pipes. Watch this. So we'll just go ahead and load it up and we'll shoot one barrel real quick. Alright, so. Und hat es eben hier auf YouTube eben hochgeladen und gezeigt, wie er die gebaut hat, hat die vorgestellt, hat Experimente gemacht und eins von diesen Experimenten war, er hat eine ganze Weile eben verschiedene Slamfire-Schrotflinten gebaut, hat er sich eine gebaut und hat dann festgestellt, dass da eine Kaliber 50 Hülse reinpasst, dass die ungefähr denselben Cartridge-Durchmesser hat wie eine Schrotpatrone. Und dann hat sich der gute Junge gedacht, boah, geil, ich baue mir eine 50er. Dann kamen ein paar Videos, wo er eben Slamfire Kaliber 50 Gewehre gebaut hat und hat die dann immer mit einer mit einer Reißleine gezündet. Und das Lustige daran finde ich, dass der vorher eigentlich bei allen Sachen immer null Respekt davor hatte. Und wenn der gute Junge hier wirklich mit einer Reißleine die 50er zündet, da kann man sich vorstellen, wie viel Energie in diesem Kaliber drin steckt. Und das ist eben dann auch das gewesen, wo die Firma Sebru eben mit aufmerksam geworden ist. Also Royal Nunsuch hat extrem viele Aufrufe bekommen, hat extrem eine riesen Fan-Community und was man wirklich sagen muss, der hat relativ viel technisches Verständnis. Er hat vielleicht nicht den größten Selbsterhaltungstrieb, aber er hat von der Technik so viel Ahnung, dass er eben aus einfachsten Mitteln Waffen, teilweise auch komplizierte Waffen, auch teilweise Repetierwaffen und sowas gebaut hatte. Ich glaube, der hat sogar mal eine Maschinenpistole gebaut. Also der Junge ist jetzt nicht so ganz unfähig, er ist nur ein bisschen seltsam.
Und die Firma Sebro hat sich eben gedacht, naja, cool, bauen wir doch seinen Prototypen von der Kaliber 50, bauen wir doch eine richtige Waffe drauf, eine markttaugliche Waffe. Und das haben sie dann auch gemacht mit der RN50. Und die RN50 gilt so im Allgemeinen als die günstigste Kaliber 50 Waffe auf dem Markt. Ist eine Kipplaufwaffe, ist aber eine Kipplaufwaffe, wo man nicht einfach kippt und dann die Patrone rauszieht und wieder reinsteckt, sondern die wird gekippt und man hat hinten eine Kappe drauf, die man als Verschluss auf das Endstück aufschraubt, und in dieser Kappe ist auch das Schlagbolzen drin. Dann spannt man einen Hammer, klappt das Ganze wieder zu, verriegelt und kann schießen. Schaut ein bisschen aus wie eine überdimensionale Grapi, also Granatpistole von der Bundeswehr, wer es kennt. And what it was is Richard was saying, oh, I'd like to have a break action 50 cal. And he sent me this horrible, like, crayon sketch. It looked like a 3-year-old with some kind of dementia, which, do they get them? Anyway, what do you call them? You can't say retard anymore, but basically a three-year-old. Retard is a correct term, though. Like, it's... Okay, so basically a 3-year-old retard's drawing, so yeah. And I looked at it and said, okay, let me draw this up in CAD. And I did, and the thing about a true break action, like you think about your break action shotgun, is you got the barrel here and you've got the breech here, and when you break it open, there has to be a ton of strength between all the way from here all the way to here. So this has to be huge and beefy. And I got looking at it and doing the calculations, is like, this thing's going to be huge and heavy and expensive, and that's not what I wanted, what we wanted. So I said, hey, you know what? This is kind of like a joke, but let me see if I just put it down. I said, let me just put a cap on there, and let me also just make it from stuff that's kind of around the shop, like the trigger group for the BFG50 that we already had. So I said, well, let me just put some side plates on there and make a cap. And Richard did contribute. He contributed the takedown lever, so that's his. And actually, that's the most problematic part of the whole gun. So I'm glad I can blame that on you. Das ist so ziemlich einer der günstigsten 50er auf dem generellen Markt. Es gibt noch eine, die ist etwas günstiger, da allerdings braucht man da einen Low Receiver von der AR-15 dazu und dann kommt man ungefähr auf denselben Preis. Aber wie gesagt, es gibt nichts in dieser Preisklasse normalerweise. Jetzt ist das Problem an der Geschichte, dadurch, dass sie so günstig ist, sind da halt auch nicht die geilsten Materialien und Techniken dahinter. Das werden jetzt viele Leute vielleicht wieder sagen, ja, aber es sind auch Waffen und Büchsenmacher und sowas im Dreh. Das ganze Thema Büchsenmacher ist in den USA ein ganz anderes Thema. Also in den USA macht man einen 2-wöchigen Kurs und kann sich Gunsmith nennen. Also teilweise muss man das noch nicht mal für alle Sachen, aber man kann dann eben Waffen bauen und herstellen und vermarkten. Und das macht die Firma Sebro auch. Und die Firma Sebro macht ja auch viele Sachen, die auch bekannt und beliebt sind. Zum Beispiel ihre 870 Shorty, also die ist auch ziemlich bekannt mit dem Klappgriff vorne. Die ist sehr häufig bei Door Breachern von verschiedenen Spezialeinheiten in Verwendung. Aber die RN50 auf den Markt zu bringen, war ein reiner finanzieller Gedanke. Einmal den Hype um Royal Nunchuck mitzunehmen und zum anderen eine 50er anzubieten, die weitaus günstiger ist, selbst auf dem US-Markt, weitaus günstiger ist als alles andere, was es auf dem Markt gibt. Wenn wir halt einfach mal so sagen, so die bekannte Barrett M82, die kostet halt normalerweise so um die 10.000 bis 11.000 Dollar in den USA. Zum Beispiel die HTI, was wir haben, die kostet in den USA ungefähr 4.000 bis 5.000 Dollar. Und die Royal Nunchuck 50, die kostet halt 1.250 Dollar. Okay, da kommt in jedem Fall auf jeden Fall noch Text drauf. Aber trotzdem, das ist ein Preis, der in den USA normalerweise für bessere Jagdgewehre, für bessere Match Rifles und für Mittelklasse ARs aufgerufen wird. Da ist eine 50er schon extrem günstig in dem Sektor. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist das Ding nicht ZIP-fähig. Also das ist wieder so ein Punkt, wir haben ja schon mal in einem anderen Video darüber geredet, was ist das ZIP? Das ZIP ist eben ein Abkommen von verschiedenen Staaten, die sich auf ein einheitliches Beschussgesetz geeinigt haben. Und das sorgt dafür, dass eben, eigentlich ist es ein größtenteils eine Art TÜV-Verfahren. Die Waffen werden geprüft auf Sicherheit, die werden mit 30% stärkerer Ladung geschossen, müssen es überleben, die müssen maßhaltige Verschlüsse halten, also dass die Verschlüsse ein bestimmtes Maß einhalten. Und soweit ich das weiß, ich habe selber noch nie eine zum Beschuss eingereicht, aber die RN50 ist meines Wissens nach nicht ZIP-fähig.
And another thing, another bit of interesting trivia is this is not heat treated. That's scary, isn't it? Because this cap, it gets 25,000 pounds of force on that surface there. So not being heat treated means it's actually strong enough, but it doesn't have much of a safety factor, and safety factor is important. Yeah, so Have you measured, has it bulged at all? no, and it shouldn't, because you know it's strong enough. It just isn't excessively strong like we like to have gun parts. Gun parts, we like to make them at least 3 or 4 times as strong as they need to be, and this thing's probably like, I don't know, 2 times, maybe 1.5 times as strong, or a safety factor of 1.5 or 2, as we Nerds tend to say. Habe ich jetzt bis jetzt auch nur von befreundeten Händlern gehört, aber so ist momentan mein Kenntnisstand. Sprich, wir sind also hier bei einer Waffe, die schon im unteren Bereich der Sicherheit ist. Das Kaliber 50 hat im Bereich der ZIP-Start noch ein kleines Extra-Problem, was da noch dazu kommt. Wir haben in den ZIP-Starten ein Beschussgesetz, das schreibt eben immer einen Maximalgasdruck vor. Und der von der Kaliber 50 Patrone ist so, ich sag mal, Stand Zweiter Weltkrieg. Also ist ja auch schon eine sehr alte Patrone. Also die Kaliber 50, die gibt es ja schon seit dem Ersten Weltkrieg. Ist, also nicht genau in dieser Form, aber das grundsätzliche Konzept dahinter, das gibt es seit dem Ersten Weltkrieg. Und die Kaliber 50 wird seit dem Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg, im Vietnamkrieg, in Afghanistan, Irak und sonst was immer eingesetzt. Also eine alte Patrone. Und die ZIP-Unterlagen gehen halt auf diese Grundlagen eben zurück. Und deswegen gibt es hier eigentlich so nur sehr schwache Ladungen in den ZIP-Starten. So zum Beispiel PPU ist so die am besten zu bekommende Kaliber 50 Munition noch. Die ist halt scheiße unpräzise, aber man kann sie halt kaufen. Die ganzen coolen Kaliber, also die ganzen coolen Laborierungen, wie zum Beispiel die AMAX von Hornady oder von Desertec, die Match-Munition in Kaliber 50, die kriegt man in Deutschland nicht, weil die über diesen Maximalgasdruck drüber sind. Und das ist eben genau das Problem mit der Geschichte, weil die Leute sagen, ja, das kann passieren. Also ich habe jetzt unter solchen Videos, also um das Video, wo die 15 erst passiert, gesehen, ja, sowas kann ja auch in Deutschland passieren. Und, oder das andere Ding, ja, das kann in Deutschland nicht passieren. Es kann in Deutschland passieren, wenn man sich die Patronen selber baut und damit Mist baut. Ja, ansonsten kann es nicht passieren, weil du wirst keine Werksmunition in den ZIP-Staaten finden, die stark genug ist, eine 50er zu sprengen. Jetzt ist hier nochmal aber ein extra Problem. Also der gute Herr, der macht ja auch Videos, der hat einen ähnlichen Kanal wie wir, bloß mit wesentlich weniger gesetzlichen Einschränkungen und stellt eben Waffen vor, stellt Optiken vor, macht da alles Mögliche mit. Und der hat jetzt in den Videos für eine gute Idee gehalten, sich Munition aus Militärbeständen zu holen, unter anderem Slap-Munition und die aus seiner, ich sag mal, die günstig möglichste 50er damit zu laden und zu schießen. Wenn wir uns jetzt zunächst mal die Munition anschauen, dann haben wir hier SLAP-Munition, Slap-Munition. Das steht für Supported Light Armor Penetrator. Das ist ein Geschoss, also ein panzerbrechendes Geschoss, das eben aufgebaut ist wie Panzermunition, also wie die Support-Munition von einem Kampfpanzer. Der Gedanke dahinter ist einfach, wenn ich ein Projektil durch einen Gewehrlauf schießen möchte, brauche ich einfach eine weiche Außenhaut, damit es sich durch die Züge und Felder durchpressen kann und das Geschoss in Rotation versetzt, also dass das eben sich drehen kann. Wenn das Geschoss hier eben zu hart ist, bleibt es einfach stecken, dann rutscht es rein, bleibt stecken, zweiter Schuss hinterher, jagt die Waffe in die Luft. Ist nicht geil. Warum will man jetzt aber unbedingt ein hartes Geschoss haben? Ja, panzerbrechend. Wenn man will, dass irgendwas penetriert wird, also durchschlagen wird, dann brauchen wir ein hartes und schnelles Geschoss. Dafür bieten sich zum Beispiel Uran an. Deswegen die ganze Uranmunition, die es gibt, da hört man auch immer wieder, ja, irgendwie radioaktive Munition. Und der Gedanke ist eigentlich nur dahinter, Uran ist hart, sehr hart und günstig, weil Abfallprodukt, also das wollen Leute eher loswerden als dazu kaufen. Die politisch korrektere Variante ist Wolfram. Wolfram ist sehr hart, sehr schwer und ja, ist eigentlich optimal dafür. Jetzt muss man natürlich irgendwie schauen, wie kriege ich mein Wolfram-Projektil durch den Lauf durch, ohne dass es eben stecken bleibt. Und da ist der einfache Gedanke, also ich habe hier mein Wolfram-Projektil
Und mein Wolfram-Projektil stecke ich in einen Treibspiegel, also so heißt es, Treibspiegel oder Accelerator. Und dieser ist etwas größer und in dem würden eben, also der wird durch die Züge und Felder geführt. Ist in den meisten Fällen aus Kunststoff, es gibt auch welche aus Messing, Kupfer, ähnlichen Produkten, aber ich sage mal, bei Gewehrmunition oder Maschinenkanonenmunition ist meistens aus Kunststoff gefertigt. Der hat eben den Gedanken, dass man, wenn man eben schießt, das Gewehr, also die Riflung, die Züge und Felder bringen das Geschoss eben in eine Rotationsbewegung und sobald es den Lauf verlassen hat, verliert es den Treibspiegel und das Geschoss fliegt alleine weiter. Wenn ich also sage, ich habe ein 12,7 mm Geschoss, also Kaliber 50, ist das Geschoss kleiner, so im Bereich zwischen 10 und 9 mm. Ich weiß jetzt bei der NATO-Munition auswendig gerade nicht, welche Größe das ist. Und ist aus Wolfram gefertigt, also ist komplett ein hartes Teil Wolfram. Und das fliegt dann halt sehr schnell, sehr weit, sehr präzise und mit einer unheimlich krass hohen Durchschlagsleistung. Das Geschoss ist oft dann wie ein Torpedo geformt oder auch wie eine kleine Rakete oder ein Pfeil. Bei der SLRP-Munition ist es eben eher ein bisschen torpedoförmig und ist einfach richtig gute Munition, wenn ich irgendwas durchschlagen will. Also damit kann ich leicht gepanzerte Fahrzeuge wie einen M1113, einen BMP oder ähnliche Sachen eben durchschlagen. Gepanzerte Fahrzeuge wie einen Humvee ist eh kein Thema mehr damit. Ist eine super gute Munition dafür. Die gibt es eben als M903 und als M962. Die M903 ist ganz normal die Standardmunition und die M962 ist die Tracer-Variante. Auch hier, wer es nicht weiß, bei militärischen Waffen aus Maschinenkanonen ist es halt häufig so, dass man sagt, man hat so ein Mischungsverhältnis von 5:1 oder 5:10 oder wie man halt lustig ist, wo eben jede Patrone, also jede 5. oder jede 10. oder welches Mischungsverhältnis man halt auch nimmt, durch einen Tracer ersetzt wird. Der Tracer ist aber nicht nur Leuchtspur, das habe ich auch schon öfters gehört. Ja, Leuchtspurmunition ist ja mehr oder weniger Platzpatrone. Nee, das stimmt nicht. Die hat nur einfach noch eine zusätzliche Beschichtung drauf, die eben dafür sorgt, dass das Geschoss eine Flugbahn, also eine leuchtende Flugbahn hinterlässt und man es eben sieht. Der Grund, warum man das nicht bei jedem Geschoss macht, ist, weil es einfach teurer ist und weil es auch eine kleine Gefahr mit sich bringt, weil die Tracer-Munition ist leichter entflammbar als die normale Munition. Macht man einfach nicht bei jedem Geschoss. Normalerweise ist auch überhaupt nicht nötig. Wenn ich mit einer Browning M2 schieße und jedes 5. Geschoss ist ein Tracer, reicht absolut aus zum Zielen. Wenn ich mit einem MG3 schieße und jedes 10. Geschoss ist ein Tracer, passt auch super. Die SLIP-Munition hat eine wesentlich höhere V0, also wir reden hier von 350 Meter mehr die Sekunde, hat eine größere Reichweite und hat einen höheren Gasdruck. Warum hat es einen höheren Gasdruck? Ja, der Wolfram, also das Wolfram-Geschoss, was da drin ist, das ist zwar vom Durchmesser her kleiner, aber etwas länger und schwerer, dadurch, dass es aus Wolfram ist. Und deswegen wiegt es auch mehr. Ein größeres Geschossgewicht heißt auch ein größerer Gasdruck. Also wir haben da einfach hier schon mal den höheren Gasdruck. Der zweite Grund ist, dass die Munition von den Kaliber 50 Waffen eben halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus dem Zweiten Weltkrieg kommt und die moderne militärische Munition ziemlich weit oben an die Leistungsgrenze der Waffen geht. Also ich sag mal einfach, die modernen Munitionen, die man kaufen kann, sind einfach wesentlich hotter geladen, als das Kaliber 50 aus der Entwicklungssicht her ist und auch hotter geladen, als es die ZIP hier vorschreiben würde. Wir haben also hier ein Gewehr, was so am unteren Bereich der Sicherheitsstandards ist für eine Kaliber 50 und wir haben Munition, die am obersten Bereich ist. Also so ziemlich das Schlimmste, was man aus einer 50er schießen kann. So ein SLP-Geschoss, vielleicht könnten wir über eine Springband noch reden, die ist ähnlich schlimm und die andere ist sehr weit unten. Und da haben wir jetzt eben folgende Probleme. Die Säbru ist nicht schnell aufzumachen. Also man kann da nicht einfach den Verschluss hinter machen oder wie bei einer Maschinenkanone, dass der Verschluss automatisch hinten bleibt. Wir haben halt eben bei einer Maschinenkanone den Fall, dass jedes Mal, wenn ich schieße, geht der Verschluss zu. Ich zeige das mal mit einer Patrone. Geht der Verschluss zu, schlägt hinten auf die Patrone drauf, feuert das Projektil ab und geht wieder auf in die Haltestellung. Außer ich hatte den Abzug gedrückt, dann geht er halt immer auf und zu und schlägt die ganze Zeit die nächste Patrone und die nächste Patrone und so weiter. Was aber der Vorteil bei einer Maschinenkanone oder Maschinengewehr ist,
das bleibt immer offen nach dem Schuss. Hier kann die Hitze entweichen, also die Hitze kann im Prinzip durch den kompletten Lauf durchziehen und durch den Verschluss entweichen, also durch das Verschlussfenster entweichen, und so haben wir eben weniger Hitzestau in der Waffe. Bei einem Repetierer kann ich eben den Verschluss aufmachen und kann die offen stehen lassen. Auch das tut der Wärmeentwicklung in der Waffe gut. Bei der Sabre ist das Problem, ich müsste die brechen, den Deckel abschrauben, Patrone rausnehmen und dann habe ich erst einen Kühlungseffekt. Wie man im Video jetzt gesehen hat, der hat ein paar Schuss damit gemacht. Also wie viel genau hat er nicht gesagt, aber ich glaube 5 bis 10 Schuss waren es mindestens, davon auch ein paar schon mit SLAP-Munition. Und das ist schon eine gewisse Hitzeentwicklung. So before all this happened, we took one last shot. This is a 50 BMG silver red tip armor piercing incendiary tracer. So we went through the top of the fire hydrant. Look at that. Oh my gosh. After that, I decided I was going to take one last shot with a slap round and try to hit the thickest spot on the fire hydrant. So before I loaded my last slap round, I know that there was no barrel obstruction because I literally found the round in the fire hydrant. But this last round that I loaded into my Serbu RN50 was a very, very hot round, and I had no idea. And there's really no way for me to have ever known that this round was as hot as it was. So here you can see me taking the last shell casing out, and now I'm loading in the slap round. I screw the cap on all the way, and the gun closes completely, and everything is functioning as normal. Die Leute werden sich jetzt wahrscheinlich denken, ja, aber wenn ich mit meiner 308 oder mit meiner 223 3-4 Schuss mache oder sowas im Dreh, habe ich doch noch keine Wärmeentwicklung. Ja, die 50er hat ein klein bisschen mehr Wärmeentwicklung. Also, wenn ich mit der 308 3-4 Schuss mache, dann ist der Lauf so warm, dass ich ihn eigentlich noch anfassen kann. Wenn ich ein paar mehr Schuss mache, also so zum Beispiel auch ein 20-Schuss-Magazin in schneller Folge rausjagt durch meine A10, dann ist das so heiß, dass ich damit mir Brandings machen kann. Und die 50er Munition haben wir das aber schon nach einigen wenigen Schüssen der Fall, dass die Läufe sehr, sehr, sehr heiß werden, weil wir eigentlich einfach hier auch eine viel, viel größere Verbrennung haben. Also das muss man einfach wirklich erstmal Verständnis setzen. Also wir haben hier einfach sehr, sehr viel mehr Energie, die entsteht. Ich bin hier der relativ festen Überzeugung, dass die Waffe ziemlich heiß war. Auch wenn der mal nach vorne gelaufen ist zu seinem Hydranten und hat nachgeschaut, was er bei dem Hydranten gemacht hat und wieder zurück. Wir haben hier einen Wärmestau in der Waffe gehabt. Und ich denke, dass die Waffe schon ziemlich heiß war. Wie er die letzte SLAP, also die letzte Slap, geladen hat, wird er natürlich schon in eine warme Waffe geladen haben. Also warm bis heiß. Das ist jetzt auch wieder der Punkt. Ja, was soll das für einen Unterschied machen? Ist relativ einfach. Die Hitze des Laufes, die Hitze des Verschlusses überträgt sich auf die Patrone wiederum aufs Zündmittel. Und wenn man Zündmittel erhitzt und dann abbrennt, hat es eine höhere Energie, also einen höheren Gasdruck. Ich denke, dass wir hier die Problematik eben hatten aus der Kombination, dass wir hier einen Tracer-Geschoss haben, weil ich glaube auch, dass der Tracer sich mit entzündet haben wird, schon im Lauf und vielleicht auch hier schon Probleme gemacht hat. Und den höheren Gasdruck durch die heiß geschossene Waffe. Er sagt, ja, die Munition, die war ihm nicht bekannt, also er hat die gekauft irgendwo im Surplus Store und er konnte ja nicht wissen, was da in der Munition drin ist und was seit der Fertigung der Munition damit passiert ist. Er meinte ja auch, die Munition wird nicht mehr hergestellt. Da muss ich widersprechen. Durch meine Recherche habe ich eben rausgefunden, dass Winchester auf jeden Fall noch die Munition herstellt. Ist auch sinnvoll, weil die Munition hat ja immer noch einen militärischen Nutzen. Und auch die Olin Manufacturing, das habe ich mir aufgeschrieben, das schaue ich jetzt gerade hier nach unten. Die stellen es eben noch her. Die Treibspiegel werden von Cytec hergestellt und ich denke einfach, dass der im Surplus Store halt einfach relativ günstig Munition gekauft hat und einfach so für ein cooles Experiment. Der wollte einfach was Geiles machen, was es so halt auf YouTube vielleicht noch nicht gab. Er wollte damit auf den Hydranten schießen, wollte zeigen, wie geil die Munition ist. Hat dafür aber ein relativ schlechtes Gewehr genommen, also jetzt auch kein absolut unbrauchbares Gewehr, aber ein Gewehr, was ich nicht dafür empfehlen würde, bei besten Willen nicht, und Munition, die absolut nicht für dieses Gewehr geeignet ist und generell ein größeres Risiko mit sich bringt.
das ist aus meiner Sicht nicht besonders intelligent. Deswegen, das Fazit des ganzen Videos hier soll eigentlich sein, seid euch immer sicher, wo ihr die Munition herbekommt. Also seid euch wirklich sicher, welche Munition ihr woher habt und was damit passiert ist. In Deutschland haben wir da, also beziehungsweise in allen ZIP-Staaten haben wir da eine relativ coole Regel. Wir haben auf jeder Munitionspackung draufstehen, was ist es? Hornady Critical Defense, 380 Auto, die Grainzahl steht drauf, Geschoss ist ein FTX. Wir haben hier so ein kleines Sicherheitsdatenblatt, das muss in den ZIP-Staaten auch immer in der jeweiligen Landessprache sein, also dass man eben auch weiß, was man sich hier angetan hat. Und wir haben jede blöde Patrone, die in Deutschland gehandelt wird, also alles, was vertrieben wird, ist gezippt. Die hatten einen ZIP-Beschuss, geprüft von Melrichstadt, und das sorgt dafür, also die wird nicht von Melrichstadt geprüft. Hornady hat eine Messanlage von Melrichstadt eben bei sich stehen, also die wird von Melrichstadt überwacht, die wird von Melrichstadt geeicht. Melrichstadt überwacht das Ganze, aber Hornady macht die Tests selber, aus einem ganz einfachen, logischen, wirtschaftlichen Grund, weil sonst müsste man immer chargenweise das Zeug erstmal nach Melrichstadt kehren und da beschießen lassen. Das ist totaler Blödsinn. Und diese Munition, die alle gezippt sind, die sind auch sicher. Wenn ich also auch ein gewerbsmäßiger Widerlader bin, dann muss ich auch meine Laborierungen vorm Verkauf überprüfen lassen. Da gibt es zum Beispiel die DEFA, die macht sowas, die macht Überprüfungen. Ich kann natürlich auch an die Beschussämter gehen und kann mir die da überprüfen lassen. Wenn ich selber privater Widerlader bin, dann habe ich ja auch eine Ausbildung dahin. Und das ist der nächste Punkt, worauf ich noch hinaus will. Mit dieser Ausbildung habe ich erstmal eine Grundahnung, was alles schief gehen kann. Also ein ganz großer Teil der Ausbildung ist, mach das nicht, sonst jagst dich in die Luft. Pass auf, sei sorgfältig, sonst jagst dich in die Luft. Zünd dich nicht an, rauch dabei nicht und sowas im Dreh. Und das haben wir in den meisten Ländern als Vorschrift. Ausnahmen sind zum Beispiel die Schweiz oder die USA, die da absolut gar keine Ausbildung haben. Also wirklich gar keine Ausbildung, keine Vorschrift, kein gar nichts, sondern du gehst in den Laden, kaufst dir das Zubehör, kaufst dir die Sachen und fängst an, Patronen selber zu stopfen. Da kann auch mal extrem was mies schief gehen, und wir haben auch das Problem auf dem US-Markt, dass du einzelne Patronen auch kaufen kannst. Also du kannst, das ist in Deutschland einfach nicht möglich. Ich kann nicht einfach sagen, ich nehme hier einen Eimer, kipp mir die Kugeln, also die Patronen rein und gehe damit an die Kasse. Es muss immer eine Verpackung drum sein. Also da 25 Schuss, und der Händler kann mir die nur in der 25 Schuss Packung verkaufen. Wenn jetzt davon eine Patrone im Laden fehlen würde, werden die meisten Händler es einfach gar nicht mehr verkaufen. Theoretisch könnten sie das auch umlabeln, das 25 durch 24 ersetzen und durchstreichen, aber das ist einfach immer auch ein Sicherheitsrisiko für einen Händler. Also ganz ehrlich, ich glaube, kein Händler wird ja einfach die 24 Schusspackung dann verkaufen, sondern vollständige, geschlossene Packungen müssen verkauft werden, und da sind halt 25 Schuss drin. Sprich, du weißt halt auch immer durch die Verpackung und durch das Sicherheitsdatenblatt, was hast du da eigentlich gekauft. Haben wir in der USA nicht. Haben wir in vielen anderen Nationen nicht, weil man da die Munition einfach kübelweise kaufen kann, wie man möchte. Man kann auch in den USA in Surplus-Stores eben komplette Munition kaufen. Teilweise aus Sammlergründen, also dass ich sage, ich kaufe mir so 25 mm Bordmaschinenkanone Patrone oder eine 30 mm von der GAU 8. Einfach nur zum Hinstellen, weil ich es geil finde. Kann ich machen. Aber ich weiß dann halt auch nie, was ist wirklich mit den Sachen gemacht worden. Und dann ist es eine sehr, sehr, sehr dumme Entscheidung zu sagen, ich packe die in mein Gewehr und schieße einfach mal damit. Da hat er ja noch so wunderschön gesagt, ja, ich habe eine Schutzbrille getragen, wo ich mal sage, also ganz ehrlich, ich hätte das Ding an deiner Stelle eher à la Roll Nunsuch mit einer Reißleine gezündet. Also ist nicht besonders clever, würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Also man sollte sich dem immer ein bisschen bewusst sein. Nur weil die Munition in die Waffe reinpasst, ist es vielleicht nicht unbedingt eine wahnsinnig clevere Idee, die auch zu verwenden. Insofern, schaut, welche Munition ihr benutzt, ladet die richtige Munition in die richtige Waffe und bleibt sicher. Bleibt am Leben. Seid, in dem Fall muss man auch sagen, ganz ehrlich, für euren Standnachbar. Weil wenn das hier auf den typisch deutschen Schießplätzen passiert, naja gut, wir können auf den meisten Schießanlagen kein Kaliber 50 schießen, aber nehmen wir mal eine 338er, wenn eine 338er so krass hoch geht und du bist am Nachbarstand, dann kriegst du da auch Splitter ab. Unverschuldet, ohne dass du irgendeinen Blödsinn gemacht hast. Also passt auf euch auf, passt auf eure Mitschützen auf. Tut euch so einen Scheiß einfach nicht an. Wenn ihr wieder ladet, seid da sorgfältig, passt auf die Sachen auf.
wenn ihr Munition irgendwo kauft, achtet darauf, dass die eben ordentlich verpackt ist und dass ihr eben wisst, was ihr kauft. Und das soll es hier gewesen sein. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat und wenn euch Videos dieser Art weitergefallen, dann lasst uns ein Like und ein Abo da. Der Kanal lebt davon, dass wir eben hier Kommentare kriegen. Also ihr könnt uns jederzeit Kommentare unter das Videos machen. Wir versuchen, so viel wie möglich davon zu beantworten. Und wir sehen uns auch das nächste Mal hier bei Kuma Tactical. Bis dann.